Klopp riet Gündogan zur Premier League. İlkay Gündogan hat vor seinem Wechsel zu Manchester City seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp um Rat gefragt. Klopp riet dem Nationalspieler zum Wechsel in die Premier League. Er sagte ihm, dass die Spielweise perfekt zu ihm passe, so Gündogan zur Sportbild. Der 25-Jährige wechselte außerdem wegen Pep Guardiola zu Manchester. Er sei trotz seiner Verletzung der allererste Spieler gewesen, den Guardiola holen wollte. Das habe für ihn eine große Wertschätzung ausgedrückt, so Gündogan. Der Nationalspieler wechselte im Sommer für 27 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City. PSG-Coach schreibt Trapp nicht ab. PSG-Trainer Unai Emery hat sich zur Rolle von Kevin Trapp geäußert. Der Nationalspieler saß bei PSG zuletzt zweimal nur auf der Bank. Für ihn spielte die bisherige Nummer 2 Alphonse Areola. Es ist normal, dass derjenige, der spielt, mehr Selbstvertrauen hat, egal ob es Trapp oder Areola ist. Ich respektiere beide, sie arbeiten jeden Tag sehr hart. Ich bin glücklich mit ihnen und sie haben beide mein Vertrauen, sagte Emery. Trapp absolvierte bisher 4 der 5 Ligaspiele für PSG. In der vergangenen Saison war er die klare Nummer 1. Lasoggers Mutter ging auf HSV-Boss los. Bizarre Szenen beim Hamburger SV. Pierre-Michel Lasoggers Mutter Kerstin ist offenbar auf Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer losgegangen. Sie sei sauer über den Tribünenplatz ihres Sohnes bei der 0:4-Pleite gegen Leipzig gewesen, berichtete die Hamburger Morgenpost. Deshalb habe sie Beiersdorfer im VIP-Raum in erheblicher Lautstärke angefahren und mächtig zusammengestaucht. Beiersdorfer habe das irritiert hingenommen, sich aber nicht auf Diskussionen eingelassen. Lasogga stand in der neuen Saison erst 40 Minuten für den HSV auf dem Platz. Aichin rechnete mit Werders Absturz. Werder Bremens Ex-Sportdirektor Thomas Aichin ist von der prekären Lage des Clubs nicht überrascht. Es tue ihm sehr leid für den Verein, die Situation sei aber vorhersehbar gewesen, sagte Aichin dem Bayerischen Rundfunk. Werder hatte Aichin im Mai entlassen, weil er Trainer Viktor Skripnik loswerden wollte. Nach 0 Punkten aus den ersten 3 Spielen trennte sich Werder jetzt auch von Skripnik. Sport1-Experte Olaf Thon forderte in der Telekom-Spieltag-Analyse Thomas Schaaf als Nachfolger für Skripnik. Ein kurzer Moment abseits des täglichen Fußballgeschäfts. Sport1 überbringt Carlo Ancelotti exklusiv eine Videobotschaft von seiner langjährigen Bekannten Chantal Borgonovo. Ihr verstorbener Mann war einst ein Teamkollege von Ancelotti. Heute unterstützt er ihre Stiftung für an ALS erkrankte Menschen. Chantal. Today in the morning, she sent me a video. Okay, and good. I should show Thank you. you. Yes. Thank you very much. Fantastic. I know Chantal because we still have a good relationship with her. Also before when Borgonovo was my teammates, we still have a good relationship. Thanks a lot. Pleasure. Ciao, grazie. Thank you, Mr. Grazie. Grazie. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.